Die Nintendo PlayStation sollte eine Super Nintendo-Konsole mit CD-ROM-Unterstützung werden, was zum ersten PlayStation-Controller hätte führen können. Doch nur ein Tag nachdem Sony die Kooperation mit Nintendo öffentlich ankündigt, fällt Nintendo ihnen in den Rücken und unterschreibt stattdessen bei Philips, was den CDI und die grotesken Nintendo-Titel darauf zur Folge hat. Da diese Partnerschaft in die Brüche geht, macht Sony ihr eigenes Ding und das führt 1994 zu diesem schlichten Prachtexemplar. Doch ganz so einfach war es nicht, denn auf dem Weg dorthin gibt es zahlreiche andere Prototypen und Konzepte, die größtenteils auf dem Design des SNES-Controllers basieren. Als größter Videospiel-Hit geltend, plant Sony die Super Nintendo-Spieler abzuwerben und will sie mit einem vertrauten Tastenlayout überzeugen. Auch die finale Version hat noch ihre Anlehnung an den älteren Stiefbruder, doch mit signifikanten Anpassungen. Die zwei Griffe verbessern die Ergonomie und machen gerade das lange Zocken deutlich angenehmer. Und die zwei zusätzlichen Schultertasten geben Entwicklern und somit auch Spielern weitere Gameplay-Möglichkeiten. Eine wichtige Weiterentwicklung, da die PlayStation ihren Fokus auf 3D-Spiele legt und damit auch die spielerischen Möglichkeiten im Vergleich zur vorherigen Generation ausweitet. Sony wollte nicht nur ein erfolgreiches Debüt im Videospielemarkt feiern, sondern die Branche direkt erobern, wofür sie viel Zeit und Geld investiert haben. Der damalige Sony Computer Entertainment CEO Ken Kutaragi gibt an, dass die Entwicklung des Controllers genauso lange gedauert hat wie das Zusammenstellen der Konsole selbst. Ihn zu benutzen muss bequem sein, weshalb er auch nicht zu schwer sein darf, unabhängig von der Position, aus der man zocken möchte. Um sich außerdem weiter von der Vorlage abzuheben, stellt PlayStation die bis heute ikonischen Symboltasten vor mit X, Quadrat, Dreieck und Kreis, was sich augenblicklich wie ein Cheatcode anhört und ich liebe es. Diese Symbole entstanden aber nicht willkürlich, sondern haben tatsächlich eine tiefere Bedeutung. Das Dreieck deutet in die Richtung, in die der Spieler geht. Das Quadrat abstrahiert ein Blatt Papier und ist das Sinnbild fürs Spielemenü. X und O derweil stehen klassisch, wie auch in japanischer Kultur generell, für Ja und Nein. Was auch der Grund dafür ist, dass man in zahlreichen frühen PlayStation-Games, anders als heute etabliert, mit Kreis bestätigt und mit X abbricht. Doch Sony ruht sich auf diesem Design nicht aus. Der Erfolg ihrer Konsole und die Flut an vielfältigen 3D-Spielen treibt sie zur Weiterentwicklung an, sodass sie 1996 den Dual Analog Controller vorstellen. Mit den hinzugefügten Analogsticks revolutionieren sie nach nur 2 Jahren ein weiteres Mal, wie Videospiele gespielt werden und kommen damit, zumindest in Amerika, dem alleinigen Stick des N64-Controllers zuvor. Fast wie zum Release einer neuen Konsole erscheint der neue Controller sogar mit 2 Launch-Titeln, namentlich Tobal 2 und Bushido Blade. Doch da Menschen Gewohnheitstiere sind und sich erfahrungsgemäß oft mit Neuerungen schwer tun, gerade mit derart weitreichenden, fügt Sony einen zusätzlichen Knopf hinzu, der die Sticks auf Wunsch deaktiviert. Durch ein wiederholtes Drücken dieses Knopfes wird ein grünes LED-Lämpchen aktiviert und schaltet den Controller in den sogenannten Flight Stick Mode, der den deutlich teureren Analog Joystick simuliert. Der ist mit seinem Release im April 1996 der erste PlayStation Analog Controller, ausgelegt für Spiele wie Ace Combat, aber ebenfalls kompatibel mit zum Beispiel MDK, Siphon Filter oder Spyro 2. Im Gegensatz zu den Pfeiltasten des Controllers erkennt der Joystick auch feinste Winkelanpassungen und der Head-Switch auf dem rechten Joystick imitiert die rudimentären Funktionen des D-Pads. Was nicht nur deaktiviert, sondern gänzlich entfernt wird, ist die Vibrationsfunktion, die dem japanischen Dual Analog Controller vorbehalten bleibt. So kann man für Übersee den Preis senken und reduziert potenzielle Controller-Defekte. Doch ein Jahr später reicht Sony den DualShock Controller nach, der auch die westliche Welt mit Vibrationen beglückt. Zusätzliche Weiterentwicklungen zum Dual Analog Controller sind die rauen Sticks, die Abrutschen vermeiden, längere Griffe und dezent angepasste Schultertasten. Doch die entscheidendste Neuerung sind 2 zusätzliche Knöpfe, die sich unter den Sticks verbergen, die man nun nicht nur kippen, sondern auch drücken kann.
Von dieser technischen Evolution gibt es kein Zurück und der DualShock-Controller wird zum neuen Standard der PlayStation, wofür er sogar mit einem Emmy ausgezeichnet wird. Unter den Spieleentwicklern gewinnen die neuen Möglichkeiten aber keine Preise, denn sie sind sichtlich überfordert. Ape Escape ist 1999 das erste Spiel, für das die Sticks erforderlich sind und der rechte Stick kontrolliert dabei nicht, wie heute gewohnt, die Kamera, sondern das Netz des Protagonisten. Quake 2 sowie Medal of Honor bieten im selben Jahr zumindest die Option an, die Sticks zu verwenden. Alien Resurrection ist eines der gravierendsten Negativbeispiele, weil es aufgrund seiner Steuerung von Kritikern verdammt wird. Mit dem linken Stick bewegt man sich vor, zurück und seitlich, mit dem rechten Stick dreht man sich und kann nach oben und unten schauen. Doch die Zukunft hat begonnen. Und so ist es kein Wunder, dass man den Controller auch in die nächste Generation mitnimmt. Zusammen mit der 2000 erscheinenden PlayStation 2 Konsole stellt Sony den DualShock 2 vor. Auch wenn das Design dem mehrfach optimierten Vorgänger verblüffend ähnelt, was zu der Zeit geradezu unerhört ist, gibt es doch auch hier eine Reihe von Weiterentwicklungen. Sonys Ingenieure schaffen es, den Controller leichter zu machen, verleihen den Sticks ein wenig mehr Widerstand und passen sich natürlich auch farblich der neuen Plattform an. Doch allen voran begeistert der DualShock 2 mit seinen druckempfindlichen Knöpfen, die je nach Drücken variierende Auswirkungen aufs Spiel haben. Gran Turismo beispielsweise stellt die revolutionäre Möglichkeit vor, die Geschwindigkeit zu reduzieren, indem man den Knopf nur leicht drückt. Ein Feature, das schnell von anderen Spielen adaptiert wird, nicht zuletzt auch GTA. Ein anderes Beispiel ist Metal Gear Solid 2, in dem man bei leichtem Tastendruck die Waffe lediglich anhebt, ohne zu schießen. Man folgt hier dem Trend des Game Boy Color und bietet Spielern nicht nur den klassischen schwarzen, sondern auch andersfarbige Controller an, teilweise ebenfalls aus transparentem Plastik. 2005 stellt Sony die PlayStation 3 vor, doch der Boomerang-Controller, der all die sorgfältigen, kleinstufigen Weiterentwicklungen über den Haufen wirft, kommt glücklicherweise nicht gut an. Die Designer geben im Nachhinein selbst zu, dass sie die Ergonomie zugunsten eines vollkommen neuen, modernen Looks vernachlässigt hatten. Das Risiko, sich mit dieser Entscheidung bei den Spielern unbeliebt zu machen und der Xbox 360 das Feld zu überlassen, ist es nicht wert. Also kramt man doch wieder den DualShock heraus und überlegt, wie man ihn noch weiter verbessern kann. Bis 2006 zum offiziellen Release der Konsole steht auch der Controller, der fortan Six Axis getauft wird. Als krasser Kontrast zum Boomerang stellt das Design noch weniger Änderungen zum Vorgänger vor als bei der Vorstellung des DualShock 2. Doch ein Umstand fällt jedem sofort auf: Das Kabel fehlt. Der Six Axis ist PlayStations erster kabelloser Controller mit erneut dezent angepassten Schultertasten und einer höheren Sensibilität der Analog-Sticks. Der neue Knopf inmitten des Controllers ruft das umfangreiche Systemmenü auf, über das man nun auch die zahlreichen anderen Funktionen der Konsole außerhalb der Spiele steuern kann. Der Name Six Axis entspringt der verbauten Bewegungssensorik, die dem Controller Bewegungsfreiheiten auf nicht weniger als 6 Achsen bieten soll. Ein Feature, für das interessierte Spieler auf die Wii ausweichen, weshalb es in PlayStation-Spielen kaum genutzt wird. Schließlich feiert der DualShock aber doch noch sein Comeback. Der DualShock 3 ist maßgeblich baugleich zum Six Axis, führt aber Vibrationsfeedback ein, was zu einem 40%igen Gewichtszuwachs führt. Dieser Controller hätte ursprünglich mit der Konsole zusammen erscheinen sollen. Die Vibrationsfunktion verwickeln Sony allerdings in einen Rechtsstreit mit Immersion, die eines ihrer Patente damit verletzt sehen. Microsoft, ebenfalls angeklagt, einigt sich außergerichtlich. Sony hingegen verliert und muss 90,7 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Das führt dazu, dass Sony die stimulierenden Funktionen entfernt und stattdessen zunächst auf den Six Axis setzt, bis man sich 2007 einigen kann, indem man die Verwendung von Immersion-Bauteilen in PlayStation-Produkten prüfen möchte. In Antwort auf Nintendos Wii, die die Verkaufsrekorde der Generation bricht, entwickelt Sony 2010 den Move Controller.
Die Gummikugel an der Spitze kann ihre Farbe ändern und wird genutzt, um von der PlayStation-Kamera erkannt zu werden. Ein aus technischer Sicht gut angenommenes und seiner Konkurrenz überlegenes Produkt, das der typischen Sony-Krankheit zum Opfer fällt, die ihre Nebenprojekte im Hinterhof vergammeln lassen, anstatt sie konstant mit Spielen zu unterstützen, die der gewaltigen Bibliothek einer Wii auch nur annähernd die Stirn bieten kann. Als Ergänzung zum Move Controller konnte man separat auch noch den Navigation Controller kaufen, um ein an die Wii angelehntes Set zu haben. Darüber hinaus erscheint auch das PlayStation Move Racing Wheel, das die Genauigkeit des DualShock 3 verdoppelt und durch seine Größe und die verlängerten Schultertasten das Rennspielerlebnis akkurater macht. Hinzu kommt ein zusätzlicher Vibrationsmotor auf jeder Seite, sodass Aktionen im Spiel 1:1 weitergegeben werden. Das vielleicht coolste Zubehör ist PlayStation Move Sharpshooter, eine wuchtige Gewehrattrappe, in die du den Move sowie Navigation Controller einklingst, die verschiedenen Tastenfunktionen aber auf clever platzierte Knöpfe auf dem Sharpshooter umlegst. SOCOM 4 und Killzone 3 sind für dieses System optimiert und bilden damit eine völlig neue Spielerfahrung. Die Move-Controller bleiben bis in die nächste Generation erhalten und dienen dort auch als Controller-Option für die PlayStation VR. Die andere Option ist der VR-Aim-Controller, der das Spielen von Shootern erleichtert und es nur mit Bewegungen möglich macht, im Spiel durch sein Visier zu zielen. Ein weiteres Mal verbindet man bequeme Ergonomie mit cleverer, praktischer Tastenverteilung. Und wer es noch immersiver haben möchte, der kann seine VR-Games auch einfach mit den Füßen steuern. Das 3D-Rudder gibt deinen Händen die Freiheit, sich auf die Action zu konzentrieren, während du dich im Sitzen durchs Neigen der Fußplatte bewegst. Die komplexe Hardware-Architektur der PS3 führte zu einer Reihe von Komplikationen, die das Thema für ein völlig anderes Video sind. Was Sony dazu bewegt, ihre PlayStation 4 wieder einfacher zu gestalten und sich auf bewährte Konzepte zu verlassen. Der dazugehörige DualShock 4 ist das Sinnbild dieser Entscheidung. Im Design erneut an seinen Vorgänger angelehnt, doch ebenso wie die Konsole auffällig modernisiert. Allen voran sticht das große Touchpad inmitten des Controllers ins Auge und in einigen Spielen wird man auch, meist eher zähneknirschend, feststellen, dass der DualShock 4 eigene Mono-Lautsprecher verbaut hat. Deine Mutter kostet nichts, außer Überwindung. Die Schultertasten und Sticks sind ebenfalls wieder optimiert und man behält auch die Möglichkeit der Bewegungssteuerung des Six-Axis bei. Als Zeichen der Zeit fügt Sony dem DualShock 4 auch einen dedizierten Share-Knopf hinzu, der das einfache Speichern, Hochladen und Teilen von Screenshots und Gameplay-Videos ermöglicht. Die vorherigen Start- und Select-Knöpfe finden sich vereint im Optionen-Knopf wieder. Auch die Oberseite des Controllers wird erstmals genutzt, seit man das Kabel daraus entfernt hat. Eine Lichtleiste erstrahlt in verschiedenen Farben, um zum Beispiel bei einem lokalen Multiplayer-Spiel anzuzeigen, wer zu welcher Spielfigur gehört. GTA 5 nutzt das Feature noch kreativer, indem es das Blaulicht simuliert, wenn man von der Polizei gesucht wird. Und Alien Isolation imitiert damit den Bewegungssensor. Die tatsächliche Absicht hinter der Lichtleiste ist aber von Beginn an die Nutzung mit PlayStation VR und dient in einem frühen Entwicklungsstadium als Bewegungstracker. Das damals noch Project Morpheus getaufte Headset war aber noch nicht enthüllt worden und so kann man nicht wahrheitsgemäß auf den Zweck verweisen, als Beschwerden hereinflattern, dass das Licht stört, weil es zum Beispiel auf dem Fernseher reflektiert. Als Übergangslösung bietet Sony in einem Update an, die Helligkeit zu senken. Ergonomisch ein weiteres Mal verbessert und doch die bewährten Kernkonzepte der Vorgänger beibehaltend, wird der DualShock 4 zu einem der beliebtesten Controller der PlayStation-Marke. 2016 veröffentlicht Sony eine zweite Version, um einen der größten Kritikpunkte entgegenzuwirken: den schnell abnutzenden Gummiüberzügen der Analog-Sticks. Diese sind nun widerstandsfähiger. Dem Touchpad wird eine eigene kleine Lichtleiste angefügt und die Batterielaufzeit kann verlängert werden. Als Reaktion auf weitere Kundenwünsche ist es nun auch möglich, den Controller zu nutzen, während er an ein Kabel angeschlossen ist. Wem das aber zu klassisch ist, der kann auch zu den spezielleren Varianten greifen.
Für solche Fälle stellt Sony den Thrustmaster eSwap Pro Controller vor, dessen Knopf- und Stick-Layout man nach Belieben wie ein Lego-Set umstecken kann. So wie es auch in deinem Webbrowser möglich ist. Mich nervt mein Standardbrowser ständig, weil jede Website mich fragt, ob ich ihre Cookies naschen möchte, sie erkennt, dass ich in Deutschland surfe und ich mich nicht einfach mit mehreren Accounts einloggen kann, ohne aus dem vorherigen rauszufliegen oder nervige Sicherheitsfragen zu beantworten. GoLogin gibt dir all diese Freiheiten und untermauert die Sicherheit, mit der du online unterwegs bist. Mit einer simplen Einstellung kannst du bequem in Deutschland geblockte Seiten oder ganze Streamingdienste freischalten, weil GoLogin sämtliche Websites davon abhält, dich zu tracken. Es verschleiert nicht nur deine geografische Lage, sondern auch deine IP-Adresse und andere Elemente, die Websites nutzen, um deine Online-Identität auszuspionieren. Wenn du auf YouTube, eBay oder sonst wo mehrere Accounts hast, kannst du dafür verschiedene Profile erstellen und kinderleicht zwischen ihnen im selben Browserfenster hin und her wechseln. Dafür stehen dir 2 GB inkludierte private Proxy-Server zur Verfügung, die einem echten Haushalt zugeordnet sind. Wenn du dich online also frei, sicher und unbemerkt bewegen möchtest, solltest du GoLogin unbedingt ausprobieren und dich für die kostenlose Testphase anmelden. Einen passenden Link findest du in der Videobeschreibung. Weitere extravagante, von Sony beworbene Controller sind der Naken Revolution, der Astro C40 TR sowie der SCUF Vantage Controller, der eher aufgebaut ist wie ein Xbox-Controller und bei dem man sogar bequem die Vibrationsmotoren ausbauen kann. Für diese Extravaganz muss man aber auch tief in die Tasche greifen. Letzterer geht für nicht weniger als $200 über die Ladentheke. Zum Ende des Jahres 2020 erscheint dann auch endlich die PlayStation 5, passend zum general überholten Design der Konsole mit einem ebenso neu anmutenden Controller. Die Zeit des Schockierens scheint vorbei und Sony wird einfühlsam, indem sie das neue Eingabegerät DualSense taufen. Er ist sogar so sensibel, dass Stickdrift fast so oft auftritt wie bei der Nintendo Switch. Zu dem zweifarbigen Design kommen die adaptiven Schultertasten hinzu, genaueres Vibrationsfeedback, ein integriertes Mikrofon und ein USB-C-Anschluss für schnelleres Laden. Die Lichtleisten finden sich nun um das Touchpad herum. Gerade die Schultertasten und das Feedback sorgen für eine nie dagewesene Immersion in den eigenen Handflächen, sofern diese Features denn mal angemessen von Entwicklern genutzt werden. Für wen die Liebe tief genug geht, der kann auch zum DualSense Edge greifen, der hochgradig individualisierbaren Variante für die PS5. Die Stickkappen können beliebig ausgetauscht werden, ebenso wie gleich auch die ganzen Sticks. Es gibt neue Knöpfe auf der Rückseite, die man beliebig belegen kann und die sich mit noch einmal zusätzlichen Hebeln speichern und abrufen lassen. Die Schultertasten lassen sich in 3 verschiedenen Höhen stoppen, sollte das Schießen beim kompletten Runterdrücken zu viel Zeit kosten. Ähnlich lassen sich auch die Sticks einstellen. Mit der Veröffentlichung der PSVR 2 wird auch der Move-Controller endgültig eingestampft und durch die konkurrenzfähigeren VR 2 Sense Controller ersetzt. Auch sie bieten haptisches Feedback, adaptive Trigger und Berührungserkennung, auch ohne das Drücken von Knöpfen. Wer aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen aber gar nicht in der Lage ist, einen herkömmlichen Controller zu nutzen, für den veröffentlicht Sony 2023 den Access Controller. 8 frei konfigurierbare, extra große Tasten lassen sich kreisrund anordnen und auch der zugehörige Stick passt sich den jeweiligen Bedürfnissen an mit 3 speicherbaren Profilen. 4 Steckplätze ermöglichen die Erweiterung des Controllers mit zusätzlichen Peripheriegeräten. 2026 will Sony nun auch ihren ersten eigenen Fighting Stick veröffentlichen, angelehnt an das Spielgefühl an Arcade-Automaten. Der optional kabellose Flex Strike adaptiert das Design des DualSense und besticht mit ultra niedriger Latenz und mechanischen Tasten. Per Schalter lässt sich die Funktion des Sticks umschalten, man kann seine Bewegung beliebig einschränken und eine Sperrfunktion sowie ein Anti-Rutschboden sind auf das optimale Kampfspielerlebnis ausgelegt. Sony nutzte die vergangenen 31 Jahre, um ihr Controller-Design kontinuierlich zu verbessern, Schwachstellen auszumerzen und Trends der jeweiligen Zeit zu integrieren, anstatt jedes Mal das Rad neu zu erfinden. PlayStation-Fans fühlen sich mit jeder neuen Konsole wie zu Hause, wenn sie ihren altbekannten und geliebten Controller in die Hand nehmen und die neuen Funktionen des frischen Anstrichs erkunden. Welche Funktionen fehlen noch? Wie kann man den nächsten DualSense Controller zum besten PlayStation Controller aller Zeiten machen?
Lasst uns in den Kommentaren brainstormen. Wenn dich PlayStation-Technik interessiert, erkläre ich dir hier anschaulich, wie die ikonische PS1-Grafik entsteht. Lieben Dank auch an meine unterstützenden Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Mergu, Mick is mein Nick, Dr. Tatwaffel, Betat Music, Jürgen Paul und BTD. Ihr seid die Besten.